An der Kanalküste. In den Morgenstunden des 19. August unternahmen an der Küste von Dieppe englische, amerikanische, kanadische und de Gaulle-Truppen in Stärke einer Division eine groß angelegte Landung. Bereits in der Nacht war die feindliche Landungsflotte auf leichte deutsche Seestreitkräfte gestoßen und hatte dabei mehrere Einheiten verloren. Die erste Welle der Landungstruppen wurde auf hoher See aus Transportern auf 300 bis 400 Landungsboote übernommen. Geschützt von 13 bis 15 Kreuzern und Zerstörern erreichte sie um 6:05 Uhr die Küste. Hinter dieser ersten Welle stand eine schwimmende Reserve von 6 Transportern und 3 Frachtern. Und weiter nördlich eine Gruppe von 26 Transportern als operative Reserve. Dieses Gros der Landungsstreitkräfte sollte erst nach geglückter Bildung eines Brückenkopfes eingesetzt werden. Besonders starke Jagd- und Kampffliegerverbände sollten die Landung sichern. Trotz dieses riesigen Einsatzes führte der Angriff auf die Küste zu einem katastrophalen Misserfolg. Die gelandeten Truppen wurden im Nahkampf aufgerieben und ins Meer zurückgeworfen. Die Stärke der Feindverbände beweist, dass diese Landung einer der lange geplanten Invasionsversuche der Briten und Amerikaner war. Feuer auf die feindliche Landungsflotte! Einschläge der englischen Schiffsartillerie. Britische Jäger und Kampfflugzeuge greifen den Hafen von Dieppe an. Im Feuer unserer Flakartillerie müssen sie immer wieder abdrehen. Packsicherung in den Straßen von Dieppe. Abschuss! Deutsche Jäger sperren im Zusammenwirken mit der Flakartillerie den feindlichen Kampfflugzeugen und Jägern den Weg. Luftkampf in großer Höhe. Wieder ein Abschuss. Die Infanterie des deutschen Küstenschutzes geht zum Gegenstoß vor. Der Feind ist zurückgeworfen. Allein die im Küstenschutz eingesetzten deutschen Kräfte genügten, um den Briten und Amerikanern eine vernichtende Niederlage zu bereiten. Dieppe nach dem Kampf. Zerschossene Spezialtransporter, von denen aus die Panzer an Land gingen. Die Landeklappen sind heruntergelassen. Sie dienten als Abfahrrampe. Zerstörte britische Schnellboote.
Der Feind verlor insgesamt 127 Jäger und Bomber. Trotz dieser außerordentlich hohen Verluste behauptet der Daily Express, dass die Luftkämpfe als großer Sieg der Engländer zu werten seien. Die 28 gelandeten Panzer modernster Bauart sind sämtlich vernichtet. Nur einige von ihnen konnten über den Strand bis zu den deutschen Stellungen vordringen. Das blieb von dem britisch-amerikanischen Landungsversuch übrig. Trotzdem wagt der Londoner Rundfunk am 20. August zu melden, der aufsehenerregende Erfolg des konzentrischen Angriffs auf die französische Küste habe auf dem Gesicht Englands ein breites Lächeln der Befriedigung hervorgerufen. Nirgends gelang es den Briten und Amerikanern, in die deutschen Stellungen einzudringen. Das sind die Opfer des Amateurstrategen Churchill, der sich von Stalin zu diesem Abenteuer erpressen lassen musste. Völlig erschöpft und zerschlagen. Das sind die Kanadier, von denen der Londoner Rundfunk sagte, dass sie nach der Schlacht wie erfrischte Riesen ausgesehen hätten. Ein erstes Verhör. Mit Schwimmschuhen ausgerüstete Feindtrupps der ersten Welle. Marsch ins Gefangenenlager. Wie Reuter am 19. August meldete, sollte das Unternehmen Dieppe eine Aufmunterung für die Kampfmoral der in Großbritannien stationierten Truppen sein, die angeblich auf Kampf brennen. Diese Bilder wirken in der Tat sehr aufmunternd, allerdings für den deutschen Soldaten. Bei diesem dilettantenhaften und jeder militärischen Vernunft hohn sprechenden Unternehmen, das allein politischen Zwecken dienen sollte, verlor der Feind neben seinen außerordentlich hohen blutigen Verlusten über 2100 Mann an Gefangenen.
Das Leben in Dieppe zeigte schon wenige Stunden später wieder sein normales Bild. Die deutsche Wacht im Westen sieht allen weiteren Landungsversuchen der Briten und Amerikaner mit der Ruhe und der Kraft einer Wehrmacht entgegen, die in Hunderten von Schlachten den Sieg an ihre Fahnen geheftet hat. Bei den Männern des Reichsarbeitsdienstes im Osten. Reichsarbeitsführer Konstantin Hirl besichtigt eine Abteilung, die zu Arbeiten im Frontbereich eingesetzt ist. Benzinfässer werden entladen. Tapfere, in vorderster Linie vor dem Feinde bewährte Arbeitsmänner werden von Ritterkreuzträger Generalmajor Dannhauser ausgezeichnet. Die jüngste deutsche Mannschaft marschiert. Der Reichsarbeitsdienst ist immer mit vorn bei der vorrückenden Truppe. Die Arbeitsmänner sind unermüdliche Helfer unserer Soldaten. Die Schlacht im großen Donnbogen. Transportverbände der deutschen Luftwaffe bringen Nachschub für unsere Truppen heran, die im großen Donnbogen nach Osten vorstoßen. Der Bedarf unserer Kampfverbände an Abwurf, Munition und Benzin ist gewaltig. In Tag- und Nachteinsätzen starten sie gegen die Sowjets, die westlich Kalatsch nach kühn geführten Angriffen gefasst und auf engem Raum zusammengedrängt sind. Klar zum Feindflug. Unter uns der Don mit seinen hügeligen Ufern. Bolschewistische Truppenansammlungen und Kolonnen, die sich auf freiem Feld gegen Fliegersicht getarnt haben, sind erkannt und werden zerschlagen. Am Fluchtweg der Sowjets brennende Gehöfte und Ortschaften. Angriff auf einen Transportzug. Stunden später. Ein Aufklärer stellt die Wirkung der deutschen Bomben fest. Ein gut gezielter Reihenwurf hat die Gleise buchstäblich weggerissen.
Über den vorrückenden deutschen Kolonnen. Jedes Fahrzeug wirbelt dicke Staubwolken auf. Slowakische Verbände. In schnellem Vorrücken wird der stählerne Ring um die eingeschlossenen Bolschewisten immer enger gezogen. Nachschubkolonnen mit Waffen, Munition und Verpflegung folgen der kämpfenden Truppe dicht auf. Panzerspähwagen stoßen zur Erkundung vor. Sturmgeschütze, Panzer und Infanterie rücken in ihre Bereitstellungsräume. Eine kleine Zerstreuung vor dem Kampf. Im Morgengrauen eröffnet die Artillerie das Feuer. Infanterie und Panzerkräfte einsatzbereit. Unsere Truppen stoßen tief in den Feind hinein. Achtung, Sowjetpanzer! In kurzem erbitterten Gefecht werden sie niedergekämpft. Immer wieder werden einzelne Feindgruppen umfasst und in konzentrischem Angriff zerschlagen. Überläufer. Ihre Zahl wächst von Stunde zu Stunde. Gefangene Bolschewisten fordern ihre Kameraden auf, sich ebenfalls zu ergeben. Das Steppengras brennt, Qualm bedeckt weithin das Schlachtfeld. Zeichen für unsere Stuka. Bomben auf feindliche Batteriestellungen. Weiter geht es.
Dort hinten fliehende Sowjetpanzer. Flug über das Kampfgelände. Tiefe Erdeinschnitte und Schluchten boten den Bolschewisten beste Verteidigungsmöglichkeiten. Zerschlagene Sowjetpanzer. Am 12. August gab das Oberkommando der Wehrmacht das Ende der Vernichtungsschlacht westlich Kalatsch bekannt, in der die Masse der sowjetrussischen 62. Armee und starke Teile der 1. Panzerarmee vernichtet wurden. Über 1000 Panzerkampfwagen und über 750 Geschütze wurden zerstört oder erbeutet. Die Zahl der Gefangenen stieg auf über 57.000. Dieser Panzerkampfwagen wurde durch den Luftdruck einer deutschen Fliegerbombe umgeworfen. Die Truppen des Heeres unter Führung des Generals der Panzertruppen Paulus haben, hervorragend unterstützt durch die Luftwaffenverbände des Generalobersten Freiherrn von Richthofen, im Raum von Kalatsch dem Feind eine neue, schwere Niederlage bereitet. Im Süden der Ostfront. Artillerie zerschlägt die letzten Stellungen der Sowjets vor Jeisk, der Hafenstadt am Asowschen Meer. Deutsche und rumänische Divisionen haben in überraschendem Stoß von Norden den Jeja überschritten. Rumänische Verbände dringen als erste in Jeisk ein. Der Hafen von Jeisk, die Quai- und Hafenanlagen sind durch pausenlose Angriffe unserer Luftwaffe zum großen Teil zerstört. Im Zentrum von Jeisk. Rastlos geht es weiter. Nach Süden. Hier der Angriff auf Tichoretsk, den wichtigen Bahnknotenpunkt zwischen dem Asowschen und dem Schwarzen Meer. Die Wucht des deutschen Angriffs trifft auch hier die Sowjets völlig überraschend. Unsere Artillerie hat die Stadt mit vernichtendem Feuer belegt. Infanterie dringt in Tichoretsk ein und säubert die einzelnen Stadtviertel von letzten versprengten Feindtrupps. Der Bahnhof von Tichoretsk. Schon Tage vorher lag er im Bombenhagel unserer Luftwaffe. Durch dieses Zerstörungswerk fiel eine weitere wichtige Bahnlinie für die zurückweichenden Sowjets aus, bevor noch unsere Truppen den Raum von Tichoretsk erreicht hatten. Sicherung gegen Panzerangriffe. Melonen sind eine beliebte Erfrischung in der Sonnenglut dieses südlichen Kampfgebietes. In der kubanischen Steppe, kurze Marschpause. Ritterkreuzträger SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen SS Steiner. Dem Kuban entgegen.
Gefangenengruppen auf dem Marsch nach hinten. Am Kuban. Wieder wird ein Übergang über diesen Strom erzwungen, der dem deutschen Vormarsch endgültig Halt gebieten sollte. Heute liegt der Kuban bereits weit hinter unseren vorstürmenden Truppen. Feindliche Artillerie versucht, den Übergang zu stören. So geht es an mehreren Punkten zugleich über den Kuban hinüber, der in breiter Front überschritten wird. Ein weiterer Brückenkopf ist erkämpft und wird sofort erweitert. Das nächste Ziel ist Pjatigorsk am Fuße des Kaukasus. Der dichte Staub verdunkelt fast die Sonne. Vor Pjatigorsk. Feuer auf MG-Nester. Unsere Truppen dringen kämpfend in die Stadt ein. Erfrischung nach schwerem Marsch und hartem Kampf.
Jetzt gilt es, den Zugang zum Kaukasus zu erzwingen. Ein Pionierstoßtrupp sprengt im Rücken des Feindes eine Bahnlinie. Kampf in den nördlichen Ausläufern des Kaukasus. Flak-Artillerie vernichtet fest ausgebaute sowjetische Stellungen, die die Straßen in den Kaukasus sperren sollten. Bei diesen Aufnahmen fand der Kriegsberichter Rolf von Pebal den Heldentod. Wieder ist ein feindlicher Bunker ausgeräuchert. Die Straße ist frei. Trotz zähen feindlichen Widerstandes geht es immer tiefer in den Kaukasus hinein.